Die Godot Engine 4 kann auf die verschiedensten Arten von Inputs reagieren, ob Tastatur und Maus, Gamepads, MIDI-Geräte wie Keyboards, ob ein Touchbildschirm und das genauso bei UI-Elementen, bei ausführbaren Tastenkürzeln deiner Anwendung oder auch bei Spielersteuerungen in 2D und 3D. Es gibt viele Möglichkeiten, Steuerungen zu bauen. Doch welche Punkte bietet die Godot Engine, um selbst Logik zu schreiben und auf Inputs zu reagieren? Wo ist der Unterschied zwischen einem normalen Input-Event und einer Input-Action? Und wie können wir diese konfigurieren? Ich zeige es dir in der heutigen Folge. Ich bin der Truly Most Wanted und das ist ein Godot 4.3 Feature in wenigen Minuten erklärt. Lass einen Like da, wenn es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib mir deine Fragen und Feedback gerne in die Kommentare. Und schon schauen wir rein. Beginnen wir zuerst mit der Frage, in welcher Reihenfolge werden Eingaben in der Godot Engine verarbeitet? Und dafür drücke ich jetzt mal ganz kurz hier W und lass es wieder los. In der Godot Engine gilt grundsätzlich, damit eine ausgewählte Node seinen Input verarbeiten kann, müssten zuerst alle Kind-Nodes beginnend beim letzten Kind und zum Schluss das erste Kind diesen verarbeiten. Das heißt, damit die Root-Node hier oben verarbeiten kann, muss erst Child 2 und dann Child 1 verarbeitet haben. Und damit Child 2 den Input verarbeiten darf, muss 2b und danach 2a das Ganze erst verarbeiten. Entsprechend ist die Aufrufsreihenfolge 2b, 2a, 2, 1b, 1a, 1 und dann hier oben die Wurzel. Diese Aufrufsreihenfolge der 7 Nodes im Szenenbaum gilt für insgesamt 4 Methoden. Wir rufen diese nacheinander auf alle Nodes auf. Das heißt, erst werden alle 7 Nodes in der gewählten Reihenfolge hier Input, Shortcut, Input, Unhandled, Key Input und zu guter Letzt rufen alle 7 Nodes Unhandled Input auf. Und wenn wir das erledigt haben und dann ein neues Input-Event reinkommt, wie zum Beispiel gerade eben hatten wir zuerst W gedrückt und ein neues Event wäre dann W wird losgelassen, dann wiederholt sich dieser Zyklus. Die 4 genannten Methoden können wir sowohl in GDScript als auch in C# einfach überladen. In C# machen wir das hierbei mit dem Override Keyword und dann eben _Input, _Shortcut Input, _Unhandled Key Input sowie auch _Unhandled Input. Und so sehen diese 4 Methoden in GDScript aus. Alles klein geschrieben und Wörter werden hier mit Unterstrich getrennt, aber der Aufbau mit dem Parameter Input Event ist bei allen 4 identisch. Schauen wir uns mal die Aufgaben dieser 4 Methoden genauer an, indem wir ein sinnvolles Beispiel darin ausführen. Und wir machen das in der Reihenfolge, wie es gerade eben auch in der Konsole war. Die _Input-Methode kann jedes beliebige Event verarbeiten. Und wir starten hier drin, indem wir erstmal _Input ausgeben und dann unsere Identify Input Event Types Methode aufrufen. Diese prüft eine Reihe verschiedener Typen von Input Events durch und fragt, ob es das war. Kam das Event vom Fenster? War es ein Tastatur-Event? War es ein Gamepad-Event, egal ob Button oder Motion, also in dem Fall der Trigger oder der Left oder Right Stick zum Beispiel? War das Ganze ein Maus-Event? Im Allgemeinen ein Maus-Button oder eine Mausbewegung? War das doch von einem MIDI-Gerät wie einem MIDI-Keyboard? Oder haben wir einen Touchscreen berührt und benutzt fürs Berühren, Ziehen oder eine Geste mit 2 Fingern? Mit dem gerade gesehenen Is-Statement können wir auch Pattern-Matching betreiben, indem wir abfragen, ob eine Variable von einem bestimmten Typ ist und dann außerdem auch noch fordern, dass bestimmte Variablen allesamt bestimmte Werte haben müssen. Zum Beispiel hier wird T gerade gedrückt gehalten. Dafür müsste Keycode T sein, Pressed auf True sein und Echo True, was aussagt, es war im vorherigen Frame auch bereits gedrückt. Wenn wir Echo auf False hätten, würden wir die Aussage machen, dass wir gerade jetzt in diesem Frame T erst gedrückt haben. Und wenn wir fragen wollen, ob T losgelassen wird, müssen wir nur nach Pressed False fragen. Mit Shortcut Input können wir beliebige Tastenkürzel unserer Anwendung verarbeiten. Nehmen wir hier mal das Beispiel für Fenster- oder Vollbildmodus. Jedes Mal, wenn wir die Kombination aus Shift und F1 drücken wollen. Und da machen wir die gleiche Abfrage wie gerade eben. Wenn Event ein Input-Event Key ist, für das gelten muss, die Taste F1 ist gewählt, F1 wurde gerade gedrückt, Shift wurde ebenfalls gedrückt und es war im vorherigen Frame noch nicht gedrückt, dann lese den aktuellen Modus aus.
Wenn das auf Fenstermodus steht, dann wird es jetzt Vollbild werden und sonst gehen wir in den Fenstermodus zurück und das schreiben wir wieder hier in den Display-Server rein. Bevor ich dir jetzt die letzten beiden Methoden zeige, führen wir ganz kurz Input Actions ein. Das sind in dem Fall Aktionen, die verschiedene Events unter sich bündeln. Die können wir erstellen, indem wir in den Project Settings hier oben links in den zweiten Tab Input Map gehen. Grundlegend ist diese Liste hier leer, aber wir können auch Built-in Actions hier oben einfach mal anzeigen lassen, denn die hast du automatisch in jedem Godot Engine Projekt direkt verfügbar. Und hier haben wir zum Beispiel die Aktion UI Left. Darunter sind 3 Keys zugeordnet, unter anderem auf der Tastatur der Pfeil nach links, wir haben den D-Pad-Button auf dem Gamepad nach links und wir haben den linken Stick auf dem Gamepad nach links gedrückt. Und das eben für Device 0, also das erste verbundene Gamepad. Wenn wir jetzt eben in dieser Form hier das Ganze selbst anlegen wollen, machen wir das Ganze hier oben wieder weg und tragen einfach hier ins Eingabefeld einen beliebigen Namen ein. Zum Beispiel hier Move_up. Wir drücken Enter und können dann hier rechts auf das Plus gehen und eigene Input-Events zu dieser Aktion linken. Nehmen wir jetzt mal hier oben bei Listening for Input die Taste W. Dann haben wir hier den Buchstaben und könnten auch bestimmen, ob wir noch Alt, Shift, Steuerung, Windows oder Command dazu gedrückt haben wollen. Wir machen hier OK und wiederholen das Ganze. Jetzt haben wir gerade kein Gamepad angeschlossen, also gehen wir hier unten auf Joypad Access, scrollen ein bisschen nach oben und finden hier Left Stick Up, Joystick 0 Up. Und dann können wir hier unten auswählen, alle Devices, also jedes der 8 beliebigen Gamepads, die angeschlossen sind. Device 0 wäre das erste verbundene und Device 7 wäre das 8. Gamepad. In dem Fall hier ist alle vollkommen okay und wir können das auch hier anmelden. So simpel können wir hier Input-Aktionen zusammenklicken. Die Dead Zone beschreibt übrigens, wie stark der Input mindestens sein muss, bevor das hier als wirklich pressed gilt. Entsprechend jetzt die beiden letzten Methoden Unhandled Key Input, die ich persönlich nicht wirklich nutze, deswegen ist sie auch für dieses Video leer. Also man kann sie zwar nutzen, aber nur Tasten abfragen ist jetzt fürs Gameplay nicht so dolle. Deswegen bin ich eher ein Freund von Unhandled Input, wo wir verschiedene Arten von Input haben können. Und jetzt wollen wir hier mit der Input Action UI Up, die wir gerade eben gesehen haben, arbeiten. Zuerst können wir für unser gegebenes Event fragen, ob das ein Teil ist der UI Up Action und auch ob die gedrückten Tasten exakt mit irgendeiner eingetragenen Event übereinstimmen. Wenn das der Fall ist, können wir auch über Event abfragen, ist die Action gerade frisch gedrückt worden, ist sie immer noch gedrückt, wird die Action gerade losgelassen und was ist die Stärke hinter der Input Action? Also drücken wir nur halb rein, drücken wir komplett rein, da können wir ja auch so Sachen wie eben den Gamepad Motions, also den Triggern und dem Left Stick auch Werte von 0 bis 1,0 rausbekommen. Und diese 4 Methoden hier, die gibt es auch in der Input-Klasse. Just Pressed, Pressed, Just Released oder auch Get Action Strengths. Was ist, wenn wir eine Top-Down-Steuerung haben oder ein Third-Person-Movement? Wir können die Achsen links-rechts gegeneinander aufspielen und dessen Stärken und auch hoch-runter. Dadurch kriegen wir einen Vektor 2 und bei einem Side-Scroller, wo wir nur nach links oder nach rechts bewegen können, können wir die linke gegen die rechte Achse auflehnen und auch da eine Druckstärke erhalten. Du kannst Inputs in der Godot Engine auch simulieren für Input Actions. Dafür brauchst du 2 Wege. Der eine ist über die Input-Klasse mit der Action Press Methode, welche anfängt eine Action zu pressen mit einer gewissen Stärke und Action Release lässt diese wieder los. Ein zweiter Weg hingegen wäre, ein Input Event Action zu definieren mit dem Namen der Aktion, ob gedrückt ja oder nein und der Stärke und dann können wir in der Input-Klasse das Parse Input Event nutzen und auch das dort einspeisen. Und mit dieser Codebasis weißt du jetzt, wie du Eingaben aus der Godot Engine von verschiedenen Geräten als Input-Events oder Input-Actions lesen und weiterverarbeiten kannst. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Gib dem Video einen Like, wenn es dir gefallen haben sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und stell mir deine Fragen und auch gerne dein Feedback zum Video in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.